Hallo und herzlich willkommen auf Enforce Tech TV, dem digitalen Format der Enforce Tech. Ich bin bei Entrust und ich habe hier den Martin und den Bernd. Martin, grüß dich. Hallo, schön dich zu sehen. Bernd, grüß dich. Grüß dich, servus. Bernd, magst du uns ganz kurz mal was über eure Firma Entrust erzählen zum Einstieg? Sehr gerne. Also Entrust ist ein amerikanisches Unternehmen, das vor über 50 Jahren gegründet wurde, mit dem Hauptsitz in Minnesota in den Vereinigten Staaten und hat den Schwerpunkt auf IT-Security gelegt. Ursprünglich haben wir gestartet mit dem Druck von Kartensystemen, also Druckersysteme, die letztendlich Karten provisionieren können, und über die Jahre wurden andere Lösungen hinzugefügt zum Portfolio, alles im Bereich Identity, Certificate Lifecycle etc. Und so hat sich die Entrust über viele Jahre letztendlich ein Portfolio aufgebaut, das 3 Kernthemen adressiert. Es werden zum einen das Personalisieren und Drucken von Karten, das andere digitale Identitäten und das dritte wäre der Schutz von Daten. Ja. Martin, ich kenne aus persönlicher Erfahrung von E-Mail-Verschlüsselung eure Firma. Was möchtest du uns über die Produkte hier bei Entrust vorstellen? Wir haben mehrere interessante Lösungen. Was ich einfach herausheben würde, ist einmal das Hardware-Sicherheitsmodul oder die Hardware-Sicherheitsmodul-Serie, die wir anbieten. Das ist ein ganz großes Thema, gerade wenn du im Backend, in den Datacentern zum Beispiel Schlüsselmaterial erzeugen und dementsprechend sicher verwalten möchtest. Wir sind dort mehr oder minder Weltmarktführer. Wir haben dort halt verschiedene Lösungen, die skalierbar sind. Einmal für Datacenter, für aber auch kleinste Lösungen, wo man ganz einfach halt, je nachdem wie die Anforderung ist, einfach nur ein Gerät hat, was im Endeffekt, wenn man sich vorstellt, eine Maschine in einem Rack ist. Oder halt auch in ganzen Racks sozusagen gestapelt wird bei großen Kunden, die wir jetzt natürlich namentlich nicht nennen dürfen, die aber sehr bekannt sind und unter anderem halt digitale Dienstleistungen anbieten, wo halt Schlüsselmaterial und digitale Signatur etc. halt benötigt werden. Also man kann wirklich sagen, wir sind einer der führenden Anbieter, der am Ende des Tages wirklich von der Einstiegslösung bis zur professionellen Endausbaustufe alles anbieten kann, vom Kleinst, sag ich mal, Kunden bis zum großen Rechenzentrumsbetreiber. Dann haben wir noch die Zusatzlösungen rund um PKI, also Public Trust Infrastruktur etc. Und da haben wir halt auch unheimlich viele Dinge, die skalierbar sind. Man kann dort zum Beispiel über uns das ganze Thema Key Management abbilden, Zertifikats Lifecycle Management und natürlich alles zusammen halt im Zusammenhang von Postquantum auch für die Zukunft absichern. Weil Postquantum, ich weiß nicht, ob du davon schon mal so ein bisschen was gehört hast. Ja, wir haben halt im Grunde genommen die Thematik in der IT-Security, dass alles, was heute verschlüsselt ist, dass das wahrscheinlich mit Post-Quantum-Computern ausgehebelt werden kann. Okay. Und das bedeutet, gerade wenn du heute Daten abgezogen bekommst, die verschlüsselt sind, die werden ja dementsprechend auch noch in 10 Jahren vielleicht wertvoll sein, je nachdem, was der Hintergrund ist. Und mit den neuen Post-Quantum-Rechnern geht man davon aus, dass man das halt natürlich entschlüsseln kann. Okay. Das heißt, du musst dich heute als Unternehmen, die halt sensible Daten haben, einfach damit beschäftigen, wie kann ich das auch jetzt schon absichern und für die Zukunft so machen, dass es im Grunde genommen halt von der Infrastruktur halt zukunftssicher ist. Dass die jetzigen Schlüssellängen nicht lang genug sind für diese neuen Technologien. Ja, und das, was wir zum Beispiel in unseren Hardware-Sicherheitsmodulen schon integriert haben und auch in unserer PKI, sind die neuen Algorithmen, die jetzt schon freigegeben sind. Die brauchen natürlich mehr Performance. Ja. Aber da sind wir zum Beispiel auch schon frühzeitig unterwegs gewesen und haben halt die Chassis so ausgelegt. Also das ist jetzt Fachbegriff, Entschuldigung. Alles gut. Aber es ist im Grunde genommen so, wir haben jetzt schon sozusagen die PS unter der Motorhaube, dass dann zukünftige Algorithmen, die mehr Rechenleistung benötigen, ganz einfach trotzdem smooth sozusagen durchlaufen und dass man nicht, wie man bei anderen Herstellern vielleicht vermuten muss, dass es nicht ein, sondern 2 Geräte benötigt, um die gleiche Rechenleistung zu haben. Also gut aufgestellt für die Zukunft. Ja, natürlich. Ja. Bernd, magst du ab oder wolltest du gerade noch was sagen? In dem Fall nicht, nein. Ich hätte nämlich tatsächlich noch abschließend eine Frage oder eine Einschätzung gerne mal von dir gehört. So, wie wichtig erachtest du persönlich oder ihr beide persönlich das Thema E-Mail-Sicherheit, also die E-Mail-Verschlüsselung, gerade auch in Bezug hier auf der Enforce Tech für den Rüstungsbereich? Ja, das ist immens wichtig, weil alles, in dem wir uns jetzt aktuell bewegen und auch in Zukunft bewegen werden, liegt ja letztendlich an dem Vertrauen oder
an der Tatsache, dass wir uns darauf verlassen können, dass du derjenige bist, für den du dich ausgibst. Genau. Ne? Auf diesem Basis von Vertrauen wird alles, mit dem wir Geschäfte, mit dem wir kommunizieren, basiert, abgehandelt. Und die Vertrauensfrage ist eben sehr, sehr wichtig. Oder anders gesagt, die Eindeutigkeit, dass jemand behauptet, der zu sein, der er ist, das ist ja das fundamentale der Grundsatz letztendlich, wie wir kommunizieren können. Ja? Und die Notwendigkeit, dass ich eben davon ausgehen kann, dass derjenige, der ist, für den er sich ausgibt, ist fundamental für die Sicherheit in der Kommunikation. Super, ja. Martin, magst du noch was ergänzen oder sind wir durch? Nee, da gibt es ganz viel zu ergänzen, weil ich habe eben ja das Thema Post-Quantum angesprochen und das wird auch das Thema digitale Signatur. Ja. Zum Beispiel geht man auch davon aus, warum geht gerade der Bitcoin runter? Weil im Grunde genommen man vermutet, dass die Kryptographie im Hintergrund von dem Bitcoin durch Post-Quantum-Computer vielleicht in 5 oder 10 Jahren betroffen sein kann. Und dann ist es im Grunde genommen dann ein großes Thema, ist dann der Wert noch ein Wert oder kann man es im Grunde manipulieren? Ja. Und das wird auch zum Beispiel bei digitalen Signaturen sein. Bei Post-Quantum kann es sein, dass wenn du hast ja zum Beispiel Adobe bei dir zur Signatur. Ja. Und diese Signatur benutzen ja auch Anwälte für Verträge, die für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Ja, aber es könnte sein, dass in 5 oder 10 Jahren es auf einmal heißt, die Signatur ist nicht mehr sicher oder du kannst sie manipulieren. Und das musst du mal einfach dir für die Zukunft vorstellen, was das für Dimensionen annehmen kann. Also alles, was in dem Zusammenhang kommt, muss man jetzt sich überlegen, dass man zukunftssicher investiert und dann kann man sagen, wir sind eine gute Adresse. Ein wichtiger Punkt ist, dass man in der Vergangenheit einfach nur die Schlösser stärker gemacht hat. Man hat längere Schlüssel genommen, man hat ein bisschen mehr Kruppstahl verwendet, um die Schlösser noch härter zu machen. Und wir sind jetzt dann eben an einem Scheidepunkt angekommen, wo diese ganze Thematik stärker, schneller, größer komplett ausgehebelt wird. Durch die Einführung dieser Quantencomputer, und wir sprechen dann eben von Post, danach, nachdem diese Quantencomputer da sind, sind die ganzen Systeme, auf die wir uns bis jetzt eben verlassen haben, nichtig, obsolet geworden. Das ist das richtige Wort, genau. Und deswegen hat sich die Industrie eben neue Ideen, neue Algorithmen einfallen lassen, die genau diese Probleme dann adressieren kann und mitigieren kann, um eben diese Thematik der Kette letztendlich aufrechterhalten zu können. Das heißt, wenn du jetzt einen Vertrag unterzeichnest und digital irgendwas kaufst, zum Beispiel, dass nicht in 3, 4 Jahren, wenn diese Rechner dann eben da sind, jemand hingehen kann und den Inhalt dieses Dokuments verändern kann, ohne letztendlich das Siegel zu brechen. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir aktuell stehen. Da seid ihr ganz vorne mit dabei. Wir sind da ganz vorne mit dabei. Aber nur um das sicherzustellen, also ich will jetzt keinen verunsichern, die Post-Quantencomputer sind wahrscheinlich offiziell verfügbar, was sagt man, 10, 15, 20 Jahre. Ja. Nur, du hast ja selber die technische Entwicklung der letzten 10 Jahre. Du kannst dir vorstellen, was vor 10 Jahren gesagt hast, ist unmöglich, ist auf einmal in 5 oder Jahren möglich gewesen. Also, und es ist halt auch ein Thema, was zum Beispiel jetzt von dem Institut, der NIST-Institut in Amerika vorgegeben ist. Und das ist das, wo wir uns eigentlich danach richten als Industrie. Die sagen, 2030 sollten alle Government-Institute oder alle Government-Institutionen in Amerika umgestellt sein von der Nutzung der Algorithmen auf die neue. Und 2030 ist wie lange? 5 Jahre. Nicht mehr lange hin. 5 Jahre. Und gehen wir mal davon aus, wir kennen ja mehr oder weniger die Reaktion der Industrie generell. Wenn die das in 5 Jahren sagen, wird die Industrie vielleicht in 7 Jahren nachziehen. Aber das ist nicht irgendwie nur Panik, sondern es ist im Grunde genommen, es hat schon seine Gründe. Also könnte man quasi abschließend sagen, während Deutschland sich um das Aus der Verbrenner kümmert, kümmert ihr euch um die wichtigen Themen bei Entrust? Ja. Die sichere Kommunikation. Kommunikation. Korrekt. Ja, war jetzt ein kleiner Flachs zum Ende hin. Oder wir haben den Verbrennermotor für die nächste Generation. Oder so, wahrscheinlich. Ja. Wie auch immer, ihr könnt auf jeden Fall weitere Informationen zu Entrust einmal in der Videobeschreibung finden. Da packen wir euch einmal den Link unten rein. Bernd, das war mir ein Fest. Vielen Dank, Martin. Das war toll, danke. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das mal zu erklären für die Leute. Wir schauen mal weiter, was es noch so auf der Enforce Tech zu sehen gibt. Für euch einmal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr informiert werdet und dem Kanal zu folgen. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Danke. Bye. Tschüss. Ciao.